So, willkommen zurück, meine Freunde, bei Tales of Berseria. Ein Moment, das ist doch ein bisschen laut. Ach so. Und ich muss mich einmal kurz erstmal entschuldigen. Wie ihr seht, bin ich ganz woanders, als wo wir eigentlich hin wollten. Und das lag einfach daran, weil ich ein Idiot bin. Das ist ganz einfach, ganz einfach. Und zwar, ich stehe heute auf und denke mir so, ach ja, komm, spielen wir mal Tales of Berseria. Achso, ich lege mich hier so hin, so ungefähr so, Spiel. Denke mir, Und wo ich dann auf einmal hier hingekommen bin, merke ich so, Moment mal. Irgendwas habe ich doch vergessen. Ach ja, das Aufnehmen. Und ich habe natürlich schon gespeichert, es tut mir leid. Es ist nicht viel passiert, wir haben nur die Medizin bzw. die Blumen zurückgebracht und sollen jetzt zu Savid und Eisen stoßen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Das war so dämlich von mir. Ich war total im Modus. Ich hatte noch nicht mal das Mikrofon hier stehen, das mich eigentlich daran erinnern müsste. Aber ja gut. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Und wir machen jetzt weiter. Und zwar als erstes mit diesem dicken Wolf da. Ich hoffe, wir packen ihn. Dahinter ist auch eine Truhe. Ich hatte mich hier auch schon einmal umgesehen. So, greifen wir einfach mal an. Der Brutwolf. Level 29. Aha, Schwäche Wasser. Schwäche Wasser. Oh, dann müssen wir eigentlich Rockero nehmen, oder? Ich will Rockero. Heißt er Rockero? Oh, das war, glaube ich, zu früh. Er ist aber ein Biest, oder? Nein! Ein Syria oder Theria. Okay. Und eine Furie. Was bist du für ein Werwolf? Kein Biest. Oh, sehr nice. Gut gemacht. Sehr schön. Oh. Okay, der hat ja jetzt schon wieder fast alle Leben verloren. Der ist ja easy. Was? Das war's schon? Oh, jetzt klingelt es. Ich muss hier einmal kurz Pause machen. Einen Moment. So, ich bin wieder da, meine Freunde. Es war nur ein Postbote, der noch nicht mal Post für mich hatte. Es ist immer wieder schön. Naja, wenigstens hat er geklingelt, wo der Kampf vorbei war. Aber der Kampf war zu easy. Was ich sagen wollte, bevor es geklingelt hat, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es gesagt habe, darum sage ich es nochmal. Das nächste Mal, wenn wir so einen Kampf machen, werde ich die Schwierigkeitsstufe, denke ich mal, herstellen. Weil das war jetzt auf jeden Fall keine Herausforderung. Naja. Immerhin kriegen wir ein Item dafür. Und das ist das Ventil des Koryphäe. Okay. Für jeden weiteren Treffer während einer mystischen Art wird ein Teil des, wieder auf den linken Stick drücken, nicht bewegen, verbrauchten mystischen Arte erstattet. Okay. Haben wir das aber auch gepackt. Sehr gut. Galt nehme ich auch gerne mit. Hier die Kämpfe brauchen wir eigentlich auch nicht machen. Die sind auch ziemlich einfach, habe ich nämlich, wo ich halt verscheckt habe, die Aufnahme zu starten, schon gemacht. Stark sind sie nicht. Können wir überspringen. Oh, jetzt knurrt auch noch mein Magen. Was ist denn heute hier los? Da geht's rein. So. Nee. Doch. Und hier ist auch schon das Sternchen, glaube ich. Ja, Tatsache. Eisen. Hammer. Eisen! Did you get the medicine to the ship's crew? Yeah. Good. My thanks to you. These soldiers won't be happy in the morning, but they're alive. Is this your work? No. They were like this when I got here. It must have been Zavid. He didn't kill a single one. Interesting. The Abbey is going to great lengths to arrest him. Even so, he clearly knows he's walking into a trap. What I don't get is why he roped me into all of this. If he didn't want my help, then what need did he have to play the Eifried card on me? If you knew this was a trap, why did you come?
to see for myself. When I met Ifrid, I was wallowing in despair that I would ever find a way to break the Reaper's curse. Stop denying reality, he told me. If you were really born with that curse, then it's a part of you. But if the Reaper learns to grasp the wheel of his life, even he may find his creed, his path through stormy waters. And so, I joined him aboard the Von Eltia. A creed of life. Let's say someone's murdered the captain. If it came as the result of him living life on his terms, I could accept that. But if anyone, and I mean anyone, tries to crush his way of life, I could never forgive them. Who's there? It's rude to eavesdrop. If you got secrets, talk about them at home. Zavid, isn't there any way you and Eisen can work together somehow? Not if he's going to keep acting like this. Die zwei sind sich ziemlich identisch. Well, that's how it is. What was the point of all that posturing? He could have just stayed hidden. Weirdo. Can't disagree there. Haben wir Eisen wieder? Ich will mal... Da ich nicht weiß... Da ich echt nicht weiß, ob das Spiel jetzt vor... Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen. Davor oder nach Tales of Berseria spielt. Wenn es jetzt, sagen wir, davor spielen würde. Wenn es davor spielen würde. Könnte Eisen Denzel sein, oder also der andere Wind-Typ von Tales of Berseria. Der war zwar blind, aber man weiß ja nie, was so in der Vergangenheit passiert ist. Ich meine, er hatte graue Haare, aber vielleicht... Vielleicht reime ich mir auch zu viel zusammen jetzt gerade, aber... Irgendwie erinnert mich auch der Mantel irgendwie daran. Deswegen... Aber ich dachte, das würde, wenn nach Tales of Berseria spielen. Deswegen bin ich gerade mega verwirrt. Also, wüsste ich, in welcher Timeline das spielt, dann könnte ich mehr sagen. Aber tut mir leid, wenn ich vielleicht falsch liege. Viele haben das wahrscheinlich schon weitergespielt. Ich möchte auch jetzt nochmal anmerken, keine Spoiler bitte. Es ist nur eine Vermutung jetzt von mir. Ich möchte auch mal was preisgeben. Wenn das Spiel wirklich vor Tales of Berseria spielt, könnte ich mir vorstellen, dass Eisen Dazzle ist oder zu Dazzle wird. Aber, wie gesagt, ich könnte auch zu viel reininterpretieren. Loringen Tower is a training ground for exorcists, right? Yes, it's a great edifice built on ancient ruins. Luffy said, did you ever go there when you were tethered to Teresa? I don't really remember the beginning of my service to Teresa. I see. What sort of training do they do there? Exorcists are tested and assigned Malachim equivalent to their aptitude with mana. It's also where they practice Malach arts and study our laws. So the lower ranks use it as a sparring ground in order to train up to the higher ranks? No, an exorcist's affinity to mana is not something that strengthens through training. We are given Malachim based on our inborn ability, then learn arts to suit that ability. So, an orderly is an orderly for life then? Correct. There'd be no spirit of competition then. Don't they want to get stronger, to advance through the ranks? There'd be no purpose to advancement. Rank signifies nothing more than the type and number of Malachim one can tether. People join the Abbey for only two reasons: to protect people from demons, and to save the world. Are all of you that dedicated to asceticism? How sickeningly noble of you. I wonder if your wills are suppressed just like those of the Malachim you use. Deviants like you could never possibly understand our motives. In any case, that is who awaits you at Loringen Tower. So we're in for a rough welcome. I say bring it on. Ein Raufbold, kein Mörder. Hören wir uns auch noch an. I can't wrap my head around Zavid. We witnessed his unwillingness to kill before, but it seems he's quite serious about it. Maybe that's why I don't feel scared of him.
Even when he and Eisen were about to fight, I didn't feel tense at all. Perhaps that's just because you've been around Velvet a bit too long, kiddo. Next to her, few people are frightening. Do you think so? Don't ask me. He doesn't come across as vicious. I think that's why you're not scared. Because he's just a brawler? Maybe he's just naive. Okay, so he's just a naive brawler. He's still involved with Ifrid's disappearance, and he's also taking on the Abbey. I just don't get him. Me neither. Uh-huh. I agree, but I don't understand any of you either. Okay, weiter geht's. Ach ja, und wie ich nochmal auf diese Theorie gekommen bin, weil die gerade zeitgleich etwas gesagt haben und irgendwie hat mich das dann daran erinnert. Deswegen. Weil ich meine, ich muss mich nochmal erklären. Denzel oder Dessel, ich weiß es nicht mehr, wie er richtig heißt, war ja im Windseraphim, aber ich meinte, er hatte auch Erdattacken, oder? Vielleicht irre ich mich auch, weil Eisen ist ja jetzt ein Erdseraphim, Malakim. Wie gesagt, vielleicht interpretiere ich auch zu viel rein. Bitte nicht spoilern. Es ist nur eine Idee. Wenn ich falsch liege, könnt ihr einfach hahaha in den Kommentaren schreiben. Oh, öffnen. Genauso, wenn ich richtig liege. Hahaha. Sonst weiß ich ja, dass ich falsch liege. Entschuldigung. Also lacht mich einfach aus. Lacht mich einfach aus. So wie ihr es immer tut. Warum ihr mich auch guckt. Weswegen ihr mich schaut. Eine goldene Truhe. I don't get it. Get what? Why did Ifrid let Eisen join his ship, knowing he carried the Reaper's curse with him? What good did it do? I just don't see the reason behind it. Well, if it were me who had that curse, it would mean that you and Velvet could die because of it, right? Yeah, I suppose so. If that's the case, then I'd feel like I'd both want to and not want to be close to you two. And I'd probably really, really hate myself for it. Do you suppose that's how Eisen feels? But Ifrid still took him in. He agreed they'd put up with the curse together. It's all a bit hard to fathom. Well, if one thing's for certain, it sounds like Ifrid's a very strong man. At least for a base lawless pirate. Ich will zu dieser goldenen Truhe. Aber wie kommen wir dahin? Mal die Karte öffnen. Hier geht's... Ach. Schau mal an. Ich tue jetzt einfach so, als wüsste ich, wo wir sind. Ich weiß es nicht. Weil hier der westliche Labantunnel ist. Okay. Die Frage ist, können wir rechts rein? Nee. Aber da müssen wir auch irgendwie runter für. Eisen, can I ask you about that thing Zavid had? It belonged to Ifrid, didn't it? I've read much of the Abbey's archives on weaponry, but I've never seen anything like it. He found it when we crossed to the far continent. It's a relic from a long-vanished civilization. He's like me and can't resist a good treasure. But of everything we've found, that one was his most prized. What is it? I can't say. It seemed like a weapon, but Ifrid wouldn't let anyone touch it. He went off and tested it on his own, then came back all grinning, saying he had an ace up his sleeve the next time we got into a fight. Then it's definitely some sort of ancient combat device? But why is Zavid looking for Ifrid? To apologize for stealing it? He doesn't seem like that much of a gentleman. Did he really steal it? What do you mean? It's just my feeling, but Zavid doesn't seem like the type of Moloch to steal something so precious. He said he just picked it up. Perhaps he's trying to return it. Perhaps. Wow. Ich wollte mal kurz was gucken. Chlorid-Armreif. Okay, ist jetzt... Ich wollte jetzt schauen, ob er ein Pendel hat, aber... hat er nicht.
So, wie kommen wir da runter? Das würde mich interessieren. Okay, hier können wir auch durch. Ah, jetzt... Hä? Okay. Hä? Aber hier waren wir schon. Ich muss mal kurz... Ich will wissen, wo wir hier sind. Das ist jetzt die Burnak-Hochebene. Da ist der Wagenwald. Okay, ich will wissen, was da ist. Was rechts ist. Warte mal, Wagenwald. Also der Autowald. Okay, so kommen wir auch nochmal in ein neues Gebiet, denke ich. Rechts, das wird Lotgrin sein? Nee. Ach, ich habe keine Ahnung. Egal, wir müssen auf jeden Fall zurück. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kapitel wir hier waren. Boah, die sind schnell. Ich will auf jeden Fall irgendwann nochmal zu dieser goldenen Truhe. Aber jetzt... Wartet mal. Ist das damals bei Tales of Berseria nicht dieser Tempel gewesen? Wo man so mega viele Ebenen hoch musste? No one on guard. They're really not bothering to hide this trap. Oder sieht das nur gleich They aus? probably knew we'd sense it. The question now is just what they're planning to spring on us. So. Da haben wir auf jeden Fall doch nicht. Da habe ich mir jetzt verguckt. Ich dachte, er wäre eine Pflanze gewesen. Verdammt. Mal kurz die andere Seite betrachten. Naja, zumindest funkelt da was. So. Ich würde sagen, diese Folge ist für Tales of Berseria mega kurz. Und dann wird auch noch was geschnitten. Ich glaube, wir sind dann nur bei 15 Minuten. Aber ich muss kurz aufhören. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das war eine ziemlich kurze Folge, nur einen kurzen Kampf. Viele Urin Theorien von mir. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Die nächste Folge wird versprochen, wird auf jeden Fall wieder länger. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und auf Wiedersehen.